Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den Audi A4 Typ 8W B9, also Audi A4 B9. Baujahr 2015, 110 kW, Diesel, 2 Liter. Das hat aber wenig Auswirkung auf das, was wir heute machen wollen. Wie man im Titel lesen konnte, möchten wir die Lenker austauschen. Wir haben das Ganze auch bei einem Audi A6 gemacht. Im Prinzip ist es gleich und ich möchte euch hier einfach zeigen, dass es bei den Modellen, bei den Vorgängermodellen ist komplett Katastrophe. Da muss man ja diesen kompletten Domlager, beziehungsweise diese komplette, man muss komplett das Federbein rausholen, weil die Schrauben nach innen nicht rausgehen. Hier, beziehungsweise man kann da schlecht den Schlüssel ansetzen, um das Ganze zu wechseln. Ne, man kriegt sie nicht raus, weil sie gegen die Karosse drücken. Genau, so war das. Weil die nach innen, nach außen rausgehen, aber gegen die Karosse kommen. Das haben die hier jetzt endlich geändert. Leider diese typische Arschlochschraube oder diese sehr, sehr bescheidene Schraube, die haben die leider nicht geändert. Und ja, deswegen will ich euch hier einmal mitnehmen. Ich habe die Schraube schon gelöst, deswegen, wenn ihr da dran gehen wollt, besorgt euch wirklich einen Tag vorher Rostlöser drauf machen. Obwohl der halt von 2015 ist, wurde hier jetzt noch nie gewechselt und es ging wirklich minimal warm machen das Ganze und hin und her probieren. Nicht mit Schlagschrauber, sondern mit Hand hin und her probieren. Und wirklich nur minimal warm machen, nicht übertreiben damit. Das ist so die Empfehlung, man soll nicht warm machen, aber ganz ehrlich, wenn so eine Schraube abreißt, da hat man richtige Arschkarte. Man muss gegebenenfalls so ein Spezialwerkzeug her, das Ganze durchbohren, eventuell komplett Lenker austauschen, weil man hat auch noch das Problem bei dem Lenker, dass die Nasen oder die sich zusammendrücken, also wo das hier festgehalten wird vom Lenker, die auch natürlich sehr gerne brechen. Zeige ich euch alles, deswegen ist es auch wichtig, dass ihr einen Drehmomentschlüssel habt, denn die Schraube bekommt 40 Newtonmeter, damit darf man nicht übertreiben, weil sonst kann es knacken und dann ist der Lenker defekt, also der Achsschenkel besser gesagt. So, was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Wir haben Lenker von Lehmförder bestellt. Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass das der originale Hersteller ist, deswegen ist das Ganze hier auch weggeflext, weil das quasi im Zubehör verkauft wurde und nicht original. So, da kann man es sehen. Deswegen, wenn ihr euch welche von Lehmförder besorgt, Kauflink unten in der Videobeschreibung, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg, vernünftige Lenker einzubauen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Drehmomentschlüssel, sämtliche Werkzeuge, die ihr braucht, könnt ihr bei XXL Automotive mit dem Rabattcode VITJAWOLF kaufen. Viele benutzen den Code auch manchmal gar nicht, weil ich sehe das dann halt, die Käufe, aber die Rabattcodes werden nicht verwendet. Ist für mich im Prinzip kein Problem, aber nur für euch so, denkt dran, den Rabattcode zu benutzen. Ihr bekommt dann, ich glaube 5%, genau 5% durchgehend. Damals war es halt einmalig, ihr könnt den mehrmals verwenden. So, ja, und wenn euch die Schraube abreißt, das Werkzeug könnt ihr euch bei XXL auch ausleihen. Ihr müsst das Werkzeug nicht kaufen, sämtliche Werkzeuge könnt ihr bei XXL auch ausleihen. So, und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt.
Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So, die Schraube haben wir schon gelöst, damit das hier nicht zu lange dauert. So, aber trotzdem kommt sie noch nicht. Die Problematik ist ja wie folgt. Erstens, die Schraube wurde jetzt aber auch geändert. Und das Problem ist halt wie folgt. Wasser kommt hier rein und dadurch oxidiert das Ganze hier in diesem kompletten Kanal hier. Und dadurch staut sich das Ganze. Und dadurch, dass sich das jetzt staut und man hier rumhämmert, kann es passieren, dass so eine Nase abbricht zum Beispiel, weil sich das Ganze halt hier gestaut hat. Deswegen muss man aufpassen. Wir haben mehrere von diesen Schrauben, deswegen nicht wundern, dass ich die zum Schlagen benutze. So sieht das Ganze dann einmal aus. Wie man sehen kann, da ist so viel oxidiert. Und wie gesagt, die Schrauben sind halt jetzt schon geändert, so dass in der Mitte so ein bisschen schon was frei bleibt, dass ich das quasi hier nicht auch stauen kann. Ist schon ein bisschen besser, ja, aber nichtsdestotrotz, sogar wenn wir das jetzt abhaben, ist es ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, wir müssen die halt jetzt hier rausschlagen, nicht zu viel, wirklich nur minimal das Ganze hier spalten. Wenn man zu viel spaltet, kann es passieren, dass er bricht. Alu lässt sich ja jetzt nicht hin und her bewegen, oder ist nicht biegsam, sage ich mal, es bricht alles, wirklich minimal. Und weil es kann passieren, ihr spreizt das zu weit und nachher beim Festziehen knackt es bei euch hier hinten, beziehungsweise hier, wie man hier sehen kann. So, und hier könnt ihr jetzt auch sehen, da hinten könnt ihr sehen, dass das Ganze geändert wurde. Die Schrauben lassen sich jetzt nach innen abschrauben, sodass man hier nicht diesen kompletten Träger rausholen muss. Er hat jetzt hier auch gar keinen Träger mehr. Aber das Fatale ist, wenn euch das Gewinde da drinnen kaputt geht, dann ist nochmal eine richtige Arschkarte. Deswegen passt auf, dass ihr das Gewinde richtig gut sauber da reinsetzt. Auf der anderen Seite genauso. Und jetzt müssen wir das Ganze hier raushämmern. Beziehungsweise raushämmern, minimal warm machen. Meistens ist es mehr so, dass die sich hier drinnen mehr verkanten, als die wirklich fest sitzen. Deswegen achtet drauf beim Schlagen, dass ihr hier und hier und hier und hier, also so ein bisschen versetzt schlägt, dass ihr nicht einfach nur hier die ganze Zeit drauf rumhämmert, weil dann verkantet er sich mehr und dadurch geht das Ganze auch nicht ab. Hier machen wir einen Kabelbinder dran, damit das schön da angesetzt ist. Warum ist es wichtig, die erst hier abzumachen? Erstens, die sind jetzt vorgespannt, denn die Schrauben hier hinten festziehen auf dem eigenen Gewicht. Das bedeutet, wenn das Ganze eingefedert ist. Oder das Ganze hier jetzt abmachen, dann gehen die bei euch hoch, dann sind die in einer bestimmten Position. Dann abmessen, was ihr für einen Abstand habt und die dann auch wieder festziehen und runterdrücken. Weil, wenn ihr die in diesem Zustand, die Lenker festschraubt und dann das Ganze runterlässt, dann habt ihr die quasi verdreht oder ihr habt sie auf Spannung eingebaut. Und dann gehen die natürlich viel schneller kaputt. Aber zeige ich euch gleich.
So, und wie man sehen kann, sind die halt vorgespannt und springen dann auch raus, und das Ganze unterstützt, auch wenn ihr das Ganze jetzt da hinten nicht losschraubt, dass er quasi den automatischen mal versucht selber mit rauszuholen. Wie man sehen kann, das Ganze oxidiert auch und dadurch kommt das sehr, sehr schwierig raus. Nachher natürlich auch das Ganze sauber machen. So, ich habe hier einen 4er Imbus, den ich sehr gerne da reinmache, dann kann man den ein bisschen drehen. 4er Imbus, ja genau, 4er Imbus mache ich hier immer so rein und dann kann man den einmal zack vorspannen. Dann passiert eigentlich nichts. So, dann können wir mit einem 16er, wenn ihr das Ganze dann abgemessen habt, euch markiert habt, schrauben wir das Ganze hinten einmal ab. So, und hier können wir auch den Grund sehen, warum man das Ganze austauscht. Da ist nämlich alles gerissen. Und das gleiche auf der anderen Seite, für euch jetzt schlecht sichtbar, aber die Schraube geht auch nach innen. So. Und dann kann das Ganze wieder rein. Der war hier. Und natürlich ganz, ganz wichtig, das Ganze handfest reinschrauben. Damit man auf gar keinen Fall das Gewinde da drin kaputt macht. So, und jetzt das Ganze vorziehen. So grob. So. Das passt. Und so. So, und diese Schrauben bekommen 50 Newtonmeter und 90 Grad. Aber wie man sehen kann, habe ich keinen Drehmomentschlüssel dafür. Aber für euch mal so ein Richtwert, wie viel die bekommen. Und das sind die Angaben für neue Schrauben. Deswegen, dass ihr das so grob einschätzen könnt. Das Ganze hier natürlich alles gut abschmieren. Genauso auch die Schraube.
So. Ganz wichtig, diese Schraube bekommt 40 Newtonmeter. Ja Leute, und so könnte das Ganze aussehen. Schreibt mal bitte alles zu dem Thema unten in die Kommentare, wer da schon mal selbst gewechselt hat, welche Schwierigkeiten ihr dabei hattet oder was dabei alles so passiert ist. Und ja, Räder natürlich nachziehen, Probefahrt machen, Empfehlung, Achsvermessung zu machen, damit die Reifen natürlich nicht einseitig verschleißen. Dadurch, dass die halt minimal sich ja verändert haben, wird eine Achsvermessung bestimmt gut tun. Oder ihr macht es halt, wenn ihr neue Reifen drauf macht, dann gleich die Vermessung mitmachen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich recht wenig zu sagen, zu erzählen. Deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare und alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!